Guten Tag, ihr Lieben. In den letzten Wochen ist hier zwar was passiert, aber das war jetzt nicht so spannend, um da ein Video drüber zu drehen. Daher habe ich gedacht, lässt du es. Jetzt haben mich aber in den letzten Tagen vermehrt E-Mails und auch Anrufe erreicht mit den Fragen, ja, ob es hier weitergeht, ob es irgendwie Probleme gibt. Daher jetzt ein kurzes Video. Ich zeige euch mal, was ich bis jetzt gemacht habe oder womit ich meine Zeit gerade vertreibe. Und zwar auch hier läuft nicht alles reibungslos ab. Das Problem war, oder das erste Problem war, als ich die Fenster und die Klappen eingebaut habe, wollte ich eine Fuge legen, die quasi von der, ich nehme euch mal am besten mit, die von der Kante vom Rahmen so 45 Grad abgesticht zu der Wand, zu der Aluwand gezogen wird oder abgezogen wird. Das habe ich versucht. Das sah scheiße aus. Klar, der Kleber war natürlich dann irgendwann mal durchgetrocknet. Jetzt sieht man hier diese Schleifspuren. Das heißt, ich habe jede Naht mit dem Cutter abgeschnitten und die Reste, ich habe hier extra mal ein Fenster gelassen, wo es noch zu sehen ist. Und zwar da. Und diese Reste schmiegel ich ab, bis die Wand wieder glatt ist. Ich habe mit dem Lackierer gesprochen, also mit 240er Körnung kann ich mit aller Ruhe arbeiten. Der Füller deckt das, also nachher sieht man da nichts von wieder. Jetzt bin ich mit dem Ergebnis auch zufrieden. Zufrieden insofern, wenn das jetzt lackiert ist, wird das Ganze hier sehr akkurat aussehen. Und ich wollte hier keine Wellen und das war halt bei der ersten Fuge der Fall. Dann beschäftige ich mich auch mit den Fugen hier an den Leisten und auch auch an den Winkeln, die ich an den Koffer jetzt angebracht habe, die sind jetzt alle soweit dran, so wie hier. Da sieht man noch den Primer und die Stellen, die werden jetzt auch alle abgeschmiegelt, auch die Kante die Schnittkante von den Aluwinkel, die haben wir selber gekantet, die Winkel, die entgrate ich auch mit, und zwar vor Ort und Stelle, und im Endeffekt das Ergebnis sieht dann so aus. Ich möchte auch, ja, ich weiß, das ist ein bisschen bekloppt, aber ich nehme mir halt Zeit, um die Klebereste, die hier auf der Aluleiste sind, so weit wegzuschmiegeln, damit nur diese 2 mm Geschichte, die ich hier mit Abstandshaltern eingearbeitet habe, um die Kleberdicke zu regulieren oder die Dicke des Klebers zu regulieren, nur dass diese 2 mm Kante dann bleibt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aus folgendem Grund: Ich habe schon mehrmals festgestellt, wenn eine dicke Klebeschicht lackiert ist, irgendwann mal durch die, auch wenn das jetzt ein OV-beständiger Kleber ist etc.,
durch die Bewegung, Erwärmung und wie auch immer, fängt die Farbe an diesen Stellen abzuplatzen. Und das möchte ich halt insofern minimieren, das Risiko. Deswegen, wie gesagt, schleife ich das Ganze ab. Es ist dicht, definitiv dicht. Also hinter dieser Leiste muss man sich so vorstellen, da ist ja diese 3 mm Dehnungsfuge. Die habe ich mit einem Dichtmittel voll gemacht. Anschließend wurde die Leiste mit 2 Klebenähten hier drauf geklebt, also auf die einzelnen Platten. Über Nacht trocknen lassen und dann habe ich den Abstand, der hier dann entstanden ist, bis zum Kleber, von der Seite alles nochmal verfugt oder beziehungsweise verklebt mit demselben Kleber. Auch wieder trocknen lassen und jetzt wird das abgeschliffen. Es ist nicht die schönste Arbeit und das ist auch nicht die Arbeit, die ja, sehr viel Spaß macht. Aber ich denke mal, das wird sich im Nachhinein auszahlen. Ja, was ist noch entstanden? Ja, die Front ist soweit jetzt alle soweit fertig geschliffen. Ja, die Lichtverhältnisse sind heute hier nicht die besten, aber diese Seite ist auch komplett fertig. Die Übergänge von den Winkeln, die werden auch nicht gespachtelt, sondern auch hier gehe ich den Weg, dass ich die Fugen mit dem Kleber voll mache, trocknen lasse und dann halt glatt schleife. Diese Ecke ist zum Beispiel jetzt soweit fertig, wie man sehen kann. Das wird nachher gefüllert und lackiert. Ich befürchte nämlich, wenn das jetzt hier auch gespachtelt wird, dass da das gleiche Problem auftritt wie mit den Klebestellen, Klebenähten, dass irgendwann mal die Farbe hier abplatzt. Und das möchte ich halt so weit wie es geht vermeiden. Dann habe ich mir noch was überlegt. Und zwar geht es hier um den Durchstieg nach vorne. Wie gesagt, es geht um den Durchstieg nach vorne. Ich habe gerade Stativ geholt, dann kann ich das ein bisschen vielleicht besser zeigen. Ich habe das so geplant, dass ich hier eine dehnbare Gummimanschette verbauen werde. Jetzt war die Überlegung, wie befestige ich diese. Und ich habe mich im Netz umgeschaut und nicht wirklich die Top-Lösung gefunden. Es gibt schon so ja, Lösungen, die man nachmachen kann. Mir geht es darum, ich möchte die Manschette hier schnell vom Koffer trennen können, falls man das Fahrhaus kippen muss. Und ich möchte die auch gerne so weit konzipieren, dass sie wasserdicht ist. Dass, wenn der LKW auch steht oder während der Fahrt, wie auch immer, dass hier nicht unbedingt in dem unteren Bereich sich Wasser sammeln kann, in der Manschette, im Durchstieg selber. Um dem vorzubeugen, habe ich mir erstmal schon mal dieses Teil hier gekantet. Das soll als so ein kleiner Schirm hier oben drüber angebracht werden und wird die Seite von der Manschette, von dem Durchstieg, wo halt die Trennmöglichkeit verbaut wird, schon mal davor schützen, dass halt das Wasser von oben direkt auf diese Dichtung von dem Durchstieg läuft und auf die Manschette selber. Das Teil habe ich selber gekantet, ist auch 2 mm Alu, wird auch hier oben einfach verklebt, mache ich aber erst, wenn die Profile für den Durchstieg soweit fertig sind. Wenn euch die Lösung, die ich mir im Kopf gesetzt habe bezüglich des Durchstiegs interessiert, könnte ich nächste Woche mal versuchen, wenn ich die Profile dafür fertig mache, eventuell ein komplettes Video dazu zu drehen. Wie gesagt, sagt Bescheid,
schreibt das in die Kommentare, der typische Spruch. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder nicht, aber wie gesagt, wenn das interessant ist, dann würde ich nächste Woche, plane ich das, also für nächstes Wochenende, möchte ich die Profile soweit fertig kanten und auch zuschneiden, auch die Manschette anpassen. Wenn das von Interesse ist, sagt es mir und dann wird ein Video dazu geben. Ja, ich habe euch jetzt wieder mitgenommen. Was ich noch gemacht habe, ist halt den Durchstieg soweit mit Alu verkleidet. Ist auch verfugt soweit, ist fast bereit zum Lackieren. Wie gesagt, wenn euch das interessiert mit dem Thema Durchstieg, bin ich gerne bereit dafür, ein Video, ein Spezialvideo, nur was dieses Thema betrifft, anzufertigen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann.